Viele Kunden fragen uns immer wieder nach dem passenden Stoff für ihr Taschenprojekt. Wo liegen die Unterschiede? Genau das wollen wir euch erklären. Denn bei Taschen spielt der passende Stoff eine große Rolle in Bezug auf Aussehen, Performance und Haltbarkeit. Dabei möchte jeder seine Tasche individuell gestalten. Die einen möchten einen leichten und flexiblen Stoff, andere suchen einen möglichst abriebfesten und zugleich stabilen Stoff. Hi, in diesem Video stelle ich euch verschiedene Stoffe von Tactical Trim vor und du erfährst, wie du den richtigen Stoff für deine Tasche auswählst. Zur besseren Veranschaulichung sollen diese 7 Duffelbags dienen. Sie besitzen alle dieselbe Größe von 30 x 20 x 20 cm und bestehen lediglich aus unterschiedlichen Stoffen mit unterschiedlichen Titern. Umgangssprachlich leichte und schwere Stoffe. Einfach gesagt, Titer ist der Durchmesser des verwobenen Garns. Je größer die Zahl, desto dicker ist das Garn. Wer gern mehr dazu wissen möchte, Infos dazu gibt es im Forum in unserer Wiki. Das Ganze habe ich aber auch noch einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, also schaut da unbedingt mal rein. Anhand dieser Duffelbags schauen wir uns jetzt verschiedene Materialeigenschaften wie Haptik und Steifigkeit an und wie der Stoff allgemein fällt. Auf das Thema Gewicht und Gewichtseinsparung der Stoffe untereinander werde ich später auch noch eingehen. Werfen wir zuerst einen Blick auf die Haptik oder allgemeinen Griff und die Steifigkeit unserer Stoffe. Bis auf X-Pac verfügen sie alle über eine PU-Beschichtung und sind die gängigsten Stoffe in der Militär- und Outdoor-Industrie. Wer gern mehr zum Thema Beschichtungen erfahren möchte, auch diese Infos gibt's im Forum und auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. 1100 Detex Cordura ist einer unserer schwersten Stoffe. Extrem robust liegt es bei einem Gewicht von 400 Gramm pro Quadratmeter. Aufgrund des hohen Titers besitzt es eine grob gewebte Oberflächenstruktur. Die dicke PU-Beschichtung auf der Rückseite verleiht dem Material zusätzliche Steifigkeit. Es lässt sich zwar sehr gut stauchen, knittern und verformen, jedoch bleiben selbst bei starker Stauchung nahezu keine Knitterfalten im Material zurück. Das gesamte Duffelbag, wie hier gezeigt, wiegt 195 Gramm inklusive Reißverschluss und Gurtband und ist damit gerade einmal so schwer wie 2 Tafeln Schokolade. Dank des 1100 Detex Cordura behält es sehr gut seine Form, was auch noch einmal zusätzlich der PU-Beschichtung auf der Innenseite zu verdanken ist. Anders als bei Cordura handelt es sich bei X-Pac um ein Laminat, also ein Materialverbund von mehreren Lagen, die miteinander verklebt werden. X50 steht im Übrigen für einen Titer von 500 denier des Außenmaterials, VX21 also für 210 denier, X33 für 330 denier und so weiter. Durch den Herstellungsprozess ist dieser Stoff sehr formstabil. Verantwortlich dafür ist der im Laminat befindliche Polyesterfilm. Mit einem Flächengewicht von 310 Gramm pro Quadratmeter zählt X50 X-Pac ebenfalls zu den schweren Stoffen. Und da es ein Laminat ist, klingt es vom Sound her auch etwas crunchy, wenn man es knittert, staucht oder verformt. Wird es zusätzlich zu stark geknittert, können ungewollte Knitterfalten zurückbleiben. Dank dem Titer des Außenmaterials von 500 denier besitzt diese X-Pac-Variante nicht nur eine feinere Oberflächenstruktur, sondern ist auch etwas glatter von der Haptik. Also der perfekte Stoff für stabile und robuste Taschen. Dieses Duffelbag aus X50 X-Pac wiegt 171 Gramm und ist damit gerade einmal 24 Gramm leichter als ein Bag mit identischer Größe aus 1100 Detex Cordura, was einem Gewichtsunterschied von 2 AAA-Batterien entspricht. Genauso robust wie 1100 Detex Cordura, aber ein Drittel leichter ist unser Cordura mit einem Titer von 500 denier. Dieser verleiht dem Stoff vor allem eine feinere Oberflächenstruktur. Hier einmal gut zu sehen, im Vergleich zu 1100 Detex Cordura erkennt man den Unterschied auch besonders gut in der Makroaufnahme. Einen zusätzlichen Einfluss auf das geringere Flächengewicht von 250 Gramm auf den Quadratmeter hat auch die dünnere PU-Beschichtung. Was dazu führt, dass diese Variante Cordura mit einem Titer von 500 denier auch weniger formstabil ist.
Trotzdem sehr gut geeignet für Taschen aller Art, machen dem Stoff starke Beanspruchung, Verformung und Knittern nichts aus. Auch hier bleiben nahezu keine Knitterfalten nach stärkerer Stauchung oder Zerknittern im Stoff zurück. Weniger formstabil als 1100 D-Tex Cordura oder auch X-Pack bringt unser Duffelbag aus 500 denier Cordura ein Kampfgewicht von 160 Gramm auf die Waage, also gerade einmal 35 Gramm weniger als das Bag aus 1100 D-Tex Cordura, was in etwa einem Gewichtsunterschied von einer 700 Meter Spule Mara 50 Garn von Gütermann entspricht. VX21 X-Pack ist ein vierlagiges Laminat. Die 21 steht dabei für einen Titer von 210 denier des Außenmaterials und besitzt, anders als X50, noch einen 50 denier Taftrücken. Mit einem Flächengewicht von 210 Gramm pro Quadratmeter zählt es zu den leichteren Stoffen, ist aber auch durch den im Laminat befindlichen Polyesterfilm dennoch genauso formstabil wie die schwere Ausführung aus X50 X-Pack. Auch VX21 klingt vom Sound crunchy, wenn man es verformt oder staucht. Ebenso bleiben Knitterfalten im Stoff zurück, wenn man ihn zu stark knittert oder faltet. Das 210 denier Außenmaterial verleiht diesem Stoff eine sehr glatte Oberfläche, durch den auch die für X-Pack typische X-Blei-Struktur sehr gut sichtbar ist. Mit 147 Gramm wiegt das Duffelbag aus VX21 gerade einmal 24 Gramm weniger als das Bag aus X50, was wiederum einem Gewichtsunterschied von 2 AAA-Batterien entspricht. Ein großer Vorteil von VX21: Dank des 50 denier Taft auf der Innenseite muss nicht unbedingt ein Innenfutter vernäht werden. Und der perfekte Stoff für leichte und robuste Taschen, gerade im Bereich Bikepacking. Mit einem Flächengewicht von 180 Gramm pro Quadratmeter zählt unser 330 denier Nylon zu den leichten Stoffen. Dank des Titers ist die Oberfläche sehr fein und glatt vom Griff. Der Stoff besitzt zudem nur eine sehr dünne PU-Beschichtung. Er ist also nicht nur feiner in der Webstruktur, sondern dadurch auch nicht sehr formstabil. Dafür aber dennoch robust und sehr abriebfest und damit sehr gut geeignet für leichte Taschen. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich das 330 denier Nylon auch sehr gut stauchen, verformen und knittern lässt. Auch bei stärkerer Beanspruchung und Knittern bleiben keine Knitterfalten im Material zurück. Im Vergleich zu den bisher gezeigten Duffelbags bringt das Ganze 127 Gramm inklusive Reißverschluss und Gurtbändern auf die Waage. Also fast 70 Gramm leichter, wenn meine Wahl anstatt auf 1100 D-Tex Cordura auf 330 denier Nylon fällt. Das entspricht im Vergleich einem Gewichtsunterschied wie dieser Tomate. Kommen wir zum vorletzten Kandidaten auf der Liste. Einem der Stoffe, die sehr vielseitig einsetzbar sind. Egal ob als Innenfutter oder für leichte Taschen, ist 235 D-Tex Nylon der perfekte Stoff. Durch den Titer und die dünne PU-Beschichtung fällt der Stoff sehr weich und lässt sich sehr gut verformen, ohne gleich zu knittern. Zudem ist die Oberfläche sehr fein und glatt. Und mit 130 Gramm pro Quadratmeter unter anderem einer der leichtesten Stoffe im Sortiment. Meint man es dennoch einmal zu gut und der Stoff wird zu stark geknittert, können ein paar Knitterfalten im Stoff zurückbleiben, welche sich aber mit der Zeit wieder verlieren. In Sachen Formstabilität fällt unser Duffelbag aus 235 D-Tex Nylon schon sehr stark in sich zusammen. Aber kein Wunder bei dem dünnen Stoff und dünnen PU-Beschichtung. Und es bringt gerade einmal 113 Gramm Gewicht auf die Waage, also ein richtiges Leichtgewicht. Aktuell der leichteste Stoff in unserem Sortiment, 70 denier Ripstop Nylon. Leicht, dünn, aber dennoch extrem reißfest und robust. Das Flächengewicht liegt bei gerade einmal 100 Gramm auf den Quadratmeter und damit ist der Stoff ein echtes Leichtgewicht. Sollte der Stoff doch einmal einreißen, wird durch den eingewebten Sperrfaden ein Weiterreißen verhindert. Durch den geringeren Titer von gerade einmal 70 denier ist der Stoff besonders glatt und lässt sich sehr gut verformen. Auf der Rückseite befindet sich zusätzlich eine dünne PU-Beschichtung.
Knitterfalten und Faltkanten können dennoch im Stoff zurückbleiben. Wie der Stoff fällt, lässt sich auch sehr gut an unserem Duffelbag erkennen. Wobei von den gerade einmal 107 Gramm Gurtband und Reißverschluss mit 60 Gramm den Hauptanteil des Gewichts ausmachen. Was man auch sehr gut daran erkennt, dass die Bag nahezu komplett in sich zusammenfällt. Fassen wir zusammen. Die Gewichtsersparnis bei der Verwendung eines sehr leichten Stoffs im Gegensatz zu einem schweren Stoff ist eher unbedeutend. Der Einsatz eines Stoffs richtet sich vor allem immer nach seinen gewünschten Eigenschaften. Soll ein Stoff stark und besonders robust sein oder eher dünner und dafür flexibler und weniger Reibung verursachen? Am Ende steht es aber jedem frei, das entsprechende Material für sein Nähprojekt gemäß der eigenen Vorstellungen auszuwählen. Alle Stoffe aus diesem Video und auch alle Infos sind noch einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da also unbedingt vorbei und vergesst auch nicht im Forum vorbeizuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch einen verständlichen Überblick in die verschiedenen Stoffe geben, die man unter anderem für Taschen verwenden kann. Damit bin ich raus, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.